times 1,000 men. Und 300 Wagen. And 300 chariots. Also ein riesengroßes, mächtiges Heer, das jetzt gegen Juda kommt. So an incredibly vast army that is coming against them. Und jetzt lesen wir, was Asa tut in den Versen 10 bis 14. And now we read what Asa does in verses 10 to 14. Wenn jemand lesen könnte. Could someone please read that? Dann rief den Herrn seinen Gott an: Herr, keiner außer dir kann den Schwachen gegen die Mächtigen helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir vertrauen allein auf dich. In deinem Namen sind wir gegen dieses riesige Heer in Schlacht gezogen. Du, Herr, bist unser Gott, kein Mensch kann gegen dich bestehen. Da schlug der Herr die Kuschiter vor Asa und dem Heer von Juda, und sie liefen davon. Asa und seine Männer verfolgten sie bis nach Hurlach. Dabei erlitt das Heer der Kuschiter so schwere Verluste, dass es sich nicht mehr sammeln konnte. Die Äthiopier wurden vom Herrn und seinem Heer geschlagen, und die Judäer machten reiche Beute. Von Gera aus griffen sie alle im Umkreis liegenden Städte an und erschreckten das Heer mit den Menschen, die dort lebten. Auch hier war die Beute groß. Zum Schluss griffen sie noch das Lager der Hirten an der Beute und eine große Anzahl Schafe und Kamele. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück. So the English passage would be 11 to 15. Okay, danke. Dankeschön. Ja, also eben dieses Heer greift sie an und dieser König Asa, das erste, was er tut, ist, dass er sich an Gott wendet. They're attacked by this army, and the first thing that King Asa does is he turns to God. Das heißt, er fängt nicht an, sein Heer zu mobilisieren, He doesn't start by mobilizing his army, sondern er betet. but he prays. Und eine Sache, die ich in Chroniken so liebe zu lesen, sind diese Gebete von den Königen. And that's one thing that I love reading in Chronicles, the prayers of the kings. Also Asa ist nicht der Einzige, der betet, sondern die Könige, auch die anderen Könige, viele von ihnen werden angegriffen. Asa here is not the only one who prays to God. Many of the kings get attacked. Und dann beten sie ganz, also sie sind ja wirklich dann verzweifelt. And they are exasperated. They don't know what to do, and so they pray. Und sie wenden sich an Gott und wissen, dass nur Gott durch ein Wunder sie eigentlich retten kann. They turn to God because they know that only He could save them. Weil in den meisten Fällen sind die angreifenden Heere so groß, dass menschlich gesehen keine Chance da wäre, dass sie gewinnen könnten. Only if He does a miracle, because in most of these cases the attacking armies were so vast that there was no way that they could win again, humanly speaking. Und hier sagt der Herr, außer dir ist wirklich keiner, der helfen könnte. Asa here says, 11. no one but you can help the powerless against the mighty. Er sagt wirklich, Gott ist wirklich, du bist ja wirklich der Einzige, es braucht dein Wunder. He says, God, you're our only chance. We need a miracle. Und dann sagt er auch zwischen einem Mächtigen, also den Angreifern, den Kuschitern, und einem Kraftlosen, uns. So he says, God, you're the only one who can help us, the powerless, against the mighty, the enemies. Also er gibt vor Gott auch wirklich zu, hey, wir haben keine Chance, wir sind so schwach. He admits before God, we don't have to stand a chance, we are so weak. Und die anderen sind so mächtig. And the others are so mighty. Und er kann nichts anderes tun, als sich selber und das ganze Volk eigentlich ausliefern vor Gott. So he cannot do anything but really surrender himself and his people to the Lord. Es ist wirklich so eine Kapitulation eigentlich vor Gott. It's really a capitulation before God. Wenn du uns nicht hilfst, dann sterben wir. If you don't help us, we will die. Und er sagt ganz konkret zu Gott, hilf uns Herr, wir stützen uns auf dich. And he says very concretely to God, help us Lord, we trust in you. Wir setzen alles auf diese eine Karte. We put everything on this one chance. Und diese Phrase, denn wir stützen uns auf dich, die wird auch ganz oft wiederholt. And this is another phrase that is repeated so much in this book. We trust in you. Und ich glaube, das ist auch was Gott wirklich zeigen will durch die Geschichte der Könige, dass er sein Volk und die Könige dazu erziehen will, dass sie sich auf ihn stützen können, dass sie wirklich ihm voll vertrauen können und alles auf eine Karte setzen können. Or in the German translation, we lean on you. And so I think this is something that the author of Chronicles really wants to teach the people, that they can trust in the Lord and that they shall do that. Ja. Und immer wenn
worship song we started with today also goes in that direction. Lean not on your own understanding, but lean on him. That we don't lean on our own understanding, but on God. Ja. Und also bei diesem Gebet, also zum ersten, das finde ich, also wenn ein König betet, das ist der Hammer, wenn ein König Gott anruft als allererstes. And so I think it's amazing when a king prays, when a king first of all calls out to God. Und immer wenn ein König sich an Gott gewendet hat, hat Gott auch gehört und eingegriffen. Every time a king turned to God, God heard and God took action. Und da steht, und der Herr schlug die Kuschiter. It says, and the Lord beat the Egyptians. Und das ist in Chroniken, kommt es auch viel mehr raus als in Könige, finde ich. The Lord defeated the Ethiopians, right? And I think this is something we see so much stronger in Chronicles than in Kings. Dass immer direkt auch Gott beim Namen genannt wird, dass er derjenige ist, der die Feinde also besiegt. That God every time is mentioned by name, and it is clear that it is God who defeats the enemy. Also Gott kämpft für sie. God fights for them. Und das finde ich, also fällt auch auf als Wiederholung. Und das finde ich ist ermutigend. Also. That's also something that stands out as a repetitive theme here. Ja. And I think that's really encouraging. Okay, dann gehen wir weiter in Kapitel 15, ab Vers 8. Und da können wir auch mal kurz, ihr könnt es mal jeder für euch kurz anschauen, aber was ist noch eine Sache, die gute Könige tun, ist meine Frage dabei. So, moving on to chapter 15, starting in verse 8, please have a look at this for yourself. The question we're asking ourselves is, what is it that good kings do? Bitte? Die lassen die Götzenaltäre einstürzen. Ja, genau. Die schaffen Götzen weg. They remove idols, Aus dem ganzen Land sozusagen. basically from the whole country. Ja. Also das kann ja auch sehr revolutionär sein. Vielleicht ist das Volk schon lange auch in Götzenanbetung gewesen, wenn der König vorher auch schlecht war und viel da aufgebaut hat in dem Bereich. We can imagine this as revolutionary action. Maybe the people, they had been so deep into idolatry, it was something, a normal part of their life. Maybe the king before was all into idolatry and had led them into it. Und hier heißt es auch, Asa musste auch Mut dafür fassen. Das braucht ja auch wirklich Mut, das zu tun. And verse 8 starts with describing how Asa took courage. I think it really required courage to do that. Dass er Mut fasste, das wird auch als eine Phrase in Chroniken ganz oft wiederholt. Er fasste Mut auf den Wegen des Herrn und tat, was Gott gefiel. So. Another passage, another phrase that's often repeated in Chronicles, he took courage in the ways of the Lord, and he did what the Lord commanded. Aber das ist ein starker Punkt, wenn ein König sowas im ganzen Land veranlasst und tut. What a strong thing that we see here. If the king, if he gets this done in the whole country. Stellt euch mal heute vor, dass Politiker sagen irgendwie, ja, ich meine, unsere Götzen sind sowieso anders, aber nehmen wir mal einen Götzen, zum Beispiel die ganzen Buddhas aus unserem Land rausschafft, ja? Imagine if a politician today went to action and he said, okay, let's remove all the Buddhas from our country. Ja, die würden ihm ja den Vogel zeigen. People would think he's crazy. Ja. Okay. Weitere Punkte über gute Sachen schauen wir uns dann noch bei anderen Königen an, aber bei Asa möchte ich dann auch noch auf sein Ende zu sprechen kommen, das ein bisschen trauriger ist. And we'll look at some more positive things that the kings did, but with Asa, we also have to look how he ended in his life, which is kind of sad. Weil Asa hat ja schon erfahren, dass Gott ihm wirklich geholfen hat auf wundersame Weise gegen angreifende Heere. Asa had experienced how God helped him in miraculous ways against attacking armies. Und jetzt hatten wir da den Fall, dass Israel gegen Juda gekämpft hat und sich Asa in dem Fall Hilfe von Aram holen wollte, also von
Syrien sozusagen. And now we see in chapter 16 the case that Asa of Judah is fighting against Israel, the northern kingdom, and he's trying to get help from Aram, from the Syrians. Da könnt ihr mal lesen die Verse in Kapitel 16, die Verse 7 bis 8. Have a look in chapter 16, verses 7 to 8. Nein, bis 10, Entschuldigung. Actually, 7 to 10. Ja. Wenn das mal jemand vorlesen kann, bitte. At that time, Hanani the Syrian came to King Asa and told him, "Because you have put your trust in the king of Aram instead of the Lord your God, you missed your chance to destroy the army of the king of Aram. Don't you remember what happened to the Ethiopians and Libyans and their vast army with all their chariots and charioteers? At that time you relied on the Lord and he handed them over to you. The eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts are fully committed to him. What a fool you have been, from now on you will be at war." Asa became angry with Hanani for saying this, and he threw him into prison and put him in stocks. At that time Asa also began to oppress some of his people. Danke. Also weil er sich auf Adam gestützt hat, eben er ist wieder einen Bund mit einer anderen Nation eingegangen, hat sich nicht auf Gott gestützt, sondern auf eine andere Nation. Because he depended on Aram, and once again he did something that God did not want his people to do, to make a treaty of war with another, or an alliance with another nation. Hat Gott gesagt, also die Konsequenz ist, dass du eben Kriege haben wirst. God said, the consequence of this is that you will be experiencing war. Und Asa hat sogar noch den Propheten dann ins Gefängnis geworfen. We actually see that Asa threw the prophet into prison. Und später ist Asa dann auch noch krank geworden. Also er hat sich laut Chroniken leider nicht auch mehr verändert. And then later we read that he became sick, and according to Chronicles, he did not change anymore. Und da steht dann, und auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärztin. And it says that even in his disease, he did not seek the Lord's help, but turned only to his physicians. Ja. Also Gott will so gern, dass diese Könige und auch jeder einzelne vom Volk und auch jeder einzelne von uns ihn als erstes sucht sozusagen. God desires so much that these kings and every one of the people, and also we today, would turn to him first of all. Und ich finde, dieser eine Vers, in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. And I think in this one verse where it says, in his disease he did not seek the Lord but the doctors. Das ist auch für uns heute eigentlich ein Thema sozusagen. I think also for us today that's a big question. Und ich glaube nicht, dass es überhaupt nicht falsch ist, zu den Ärzten zu gehen, gar nicht. I think there's absolutely nothing wrong with going to the doctor. Aber wem vertrauen wir mehr? Menschen oder Gott? But whom do we trust more? Whom do we rely more on, people or on God? Ich finde es eigentlich eine sehr provokante Aussage, was da steht. Er suchte nicht den Herrn, sondern die Ärzte. I think it's a provocative statement here. He did not seek the Lord, but the doctors. Weil ich muss mir schon auch eingestehen, wenn ich eine Erkältung habe, dann denke ich manchmal gar nicht dran, dass ich jetzt ja auch beten könnte, sondern ich nehme sofort irgendwie einfach mal irgendein Medikament oder so. Because if I'm honest, when I have a cold or something, oftentimes I don't think about praying first. I just take some medicine to fight against it. Ja. Also, den ersten König würde ich hiermit beschließen, und wer aber noch gerade irgendwie dazu auch was sagen will, zu dem Thema Gott suchen oder Ärzte, oder der kann auch gerne noch dazu was teilen. So now we've looked at the first king. If someone has anything to add to the topic of seeking God or doctors, feel free to share something. Ja. It's not about that, but I just have a question. In chapter 15, verse, I don't know, 16, 17, 18, somewhere in there, it says that Asa's heart remained completely faithful to God throughout his life. And so, does that also mean, like, then later when he disobeys, does that mean he's still faithful? Do you have the verse where you see that with the It's 17. 15, 17? Yeah. All seine Tage, oh ja. Good question. I mean, in Kings, his bad side is not even mentioned. And I also don't know, well, but I mean, the sickness has to be at the end of his life because he died on it. Das ist eine interessante Frage. In 2. Könige wird sein, wie er sich von Gott abgewandt wird, auch gar nicht erwähnt. Aber klar, ich meine, diese Krankheit, wo wir lesen, dass er sich nicht so an Gott gewandt hat, das ist am seinem Lebensende, danach stirbt er ja.
Aber ich finde die Frage auch schwer. Also heißt es jetzt, wenn die Könige am Ende ihres Lebens als schlecht dargestellt werden, ob sie dann also quasi sich ganz von Gott abgewendet haben oder ob sie trotzdem noch irgendwie auf den Wegen Gottes waren. Flapsig gesagt, vielleicht in den Himmel kommen oder nicht. And it's an interesting thing to consider. If a king then turned to not trusting God anymore at the end of his life, does that mean he completely turned away from God? Or to put it in simplistic terms, is he still going to heaven? Also ich glaube, ich will da gar nicht so weit gehen, dass ich da mir ein Urteil drüber mache. Ich hoffe, dass wir Asa mal treffen werden. I cannot, go as far as feeling like I could judge these guys and say where they will end up. I would hope that we'll see him one day. Yeah. Or do you have any thoughts? I don't know. No, I do think we have two verses there that say two different things. The fuller story, I think, is then recorded in the next chapter, so I will go more with that. Maybe it's speaking specifically about removing idolatry. That's when this verse was given in chapter 15. But yeah, it is an interesting thing to notice. Yeah, I guess kind of one way I look at it is like when it says that their hearts are faithful, it's like that they remain faithful to God, they didn't chase after other gods. That's kind of the way I see it. And also too, like I think you can remain faithful to God and still screw up. Because if screwing up means you're not faithful to God, then that means I'm not faithful to God, or none of us are faithful to God. Yeah, I guess like David screwed up a lot. Yeah. And he was a man after God's own heart. Yeah. And God talks so highly of David. Yeah. So I think what we're really kind of sad about is that after screwing up at the end of his life, it doesn't seem like he, necessarily connected back with God the way he had before. Yeah. But of course, we don't know the whole story. We don't know exactly what was going on in his heart and in his life. Ja. Okay, dann lassen wir den Asa mal hier so stehen. Alright, so we leave Asa and this. Und dann haben wir jetzt Kaffeepause bis 11:30, glaube ich, gell? Ja. And so now we'll have coffee break until 11:30. 11:30.